einfach alles. Das ist 'ne Lebensart, sage ich fast schon so, ja. Es ist, was ich esse, dass ich auf meine Ernährung achte, dass ich, gucke, dass ich genug schlafe, dass ich, ja, mich am Wochenende erhole, dass ich einfach mein ganzes Leben quasi auf diesen einen Höhepunkt ausrichte. Ich finde, als Sportler braucht man immer ein Ziel, worauf man sich vorbereitet, sonst, weiß man einfach nicht, wofür man die ganze Sache macht. Herzlich willkommen, Marcel Neuer! Ja, schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, man hat so lange Jahre Leistungssport gemacht und das wird dann wahrscheinlich mein letztes großes Event sein. Von daher bin ich natürlich noch mal super motiviert, hier, alles zu geben. Das ist quasi nicht nur der Abgang vom Gerät, sondern auch vom Leistungssport. Ist auf jeden Fall was Besonderes, ja. Ja, wenn man sich so die Geräte anschaut, die sind für sich völlig verschieden. Boden ist was ganz anderes als Seitpferd und so weiter. Bei dem einen braucht man Kraft, bei dem anderen braucht man Schnelligkeit, Sprungkraft. So hat halt jedes Gerät so seine Eigenarten und, um ein guter Allrounder zu sein, muss man so eine Mischung aus allem sein. War auf jeden Fall mal ein guter Allrounder, jetzt nicht mehr ganz so. Es ist halt dann schwer, wenn man ein bisschen älter wird, viele Verletzungen gehabt. Aber ja, ich war mal nicht so schlecht. Ja, also ich habe, mit dem Turnen schon ganz früh begonnen, so mit Mutter-Kind-Turnen mit 4 Jahren ungefähr war das, bei mir in Unterhaching zu Hause in der Halle. Ja, und das hat mir immer Spaß gemacht, damals schon. Die haben gesehen, ich habe ein bisschen Talent. Dann haben sie gesagt, ja, vielleicht, wäre es mal was, mit ihnen zum normalen Turnen zu gehen. Habe da die ersten Schritte gemacht im richtigen Turnen. Dann haben die auch wieder gesehen, ja, der ist talentiert. Dann haben sie mich zum Leistungsturnen geschickt. So hat es dann seinen Lauf genommen. Genau. Man hat eine interessante Geschichte zu erzählen und ja, da denke ich auch gern wieder dran, wenn ich drüber rede natürlich. Ja, ich hatte schon Verletzungen, aber die erste, die jetzt richtig lange gedauert hat, das war, ja, ich glaube, eine Woche vor der Abfahrt zu den Weltmeisterschaften. Also ich hatte die ganze Vorbereitung schon hinter mir, quasi alles umsonst und ist natürlich bitter. Man ist mit einem Kreuzbandriss ungefähr 1 Jahr, kann man sagen, raus. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit im Leistungssport. Und ja, natürlich, da muss man erstmal wieder aus dem Loch rauskommen. Man fährt nicht zur WM, man fährt nach Hause, man fährt ins Krankenhaus, wird operiert, muss dann nochmal nachoperiert werden. War schon nicht einfach und dann auch die Reha wieder, dann kommt man wieder in die Halle, dann muss man erstmal wieder Vertrauen in sein Knie bekommen. Das sind ja alles ganz komplexe Bewegungen, auch mit viel Drehungen und Saltos und so weiter, wo man erstmal wieder seinem Körper vertrauen muss, dass das Knie auch wieder hält. Und das dauert natürlich auch seine Weile und das ist schon nicht so einfach, dann wieder zurückzukommen. Der Sport hat mich schon viel gelehrt, der hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Man lernt Disziplin, man lernt Verzicht, man lernt, dass man arbeiten muss, um was zu erreichen. Ja, und ich hätte mir auch ein Leben ohne Sport gar nicht vorstellen können. Ja, ich bereite mich zwar immer wieder gerne auf große Wettkämpfe vor wie hier und ich bin noch nicht weg. Das Gute ist aber auch, ich werde nie weg sein. Ich habe mich nämlich verewigt mit meinem eigenen Element und das wird es immer geben. Mein Name wird immer hier bleiben.